Hallo und herzlich willkommen bei Music Store TV. Mein Name ist Bernd und ich habe euch etwas Tolles mitgebracht, nämlich unter dem Motto, was ihr wollt. Und wo wir bei einem Thema sind, haben wir hier das neue Volt 4 von Universal Audio und das neue Volt 476p. Und was es damit auf sich hat und wie das funktioniert, das werden wir uns jetzt mal genauer anschauen. Zum einen haben wir hier beim Volt 4, wie der Name schon sagt, 4 Eingänge. 2 auf der Vorderseite, nämlich XLR und Klinke, also Line, als auch XLR. Auf der Rückseite haben wir jeweils nochmal 2 Line-Eingänge. Das Schöne bei dem vorderen ist, wir können die einpegeln. Das heißt, wir haben hier ein Gain, mit dem wir das Eingangssignal steuern können. Und wir können hier sowohl ein XLR, sprich also einem Kondensatormikrofon anschließen, als auch eben ein Instrument, sprich eine Gitarre oder ein Bass. Für das Kondensatormikrofon steht uns hier 48 Volt Power zur Verfügung, weil es muss extern gespeist werden. Und das können wir über diesen Knopf hier einfach aktivieren. Wäre das Mikrofon jetzt drin, würde das rot leuchten und dann wissen wir, alles klar, die Stromzufuhr ist auf jeden Fall bereitgestellt. Dann haben wir hier noch den sogenannten Instrumenten-Button, weil diese hochohmigen Signale wie Gitarre oder eben auch ein Bass deutlich mehr Grundpegel benötigt, können wir das hier einfach aktivieren und damit haben wir ein sehr schönes, transparentes und auch warmes Signal. Zudem haben wir hier ein Vintage Preamp, sprich einen Vorverstärker, der in der Lage ist, das Signal deutlich anzuwärmen, noch mal klarer und transparenter nach vorne zu schieben. So, und den können wir dann einfach anschalten. Dieser Vintage Preamp ist angelehnt oder inspiriert von dem Klassiker von Universal Audio, dem A610, 1958 vorgestellt zum ersten Mal von Bill Putnam, dem Gründer von Universal Audio. Und die Inspiration für diesen Vintage-Kompressor ist hier mit reingewandert. Das ist eine lineare, analoge Schaltung, die, wie ich finde, sehr schön klingt und den ganzen Sound ein wenig aufwärmt. Zudem haben wir die Möglichkeit, gerade wenn wir im Singer-Songwriter-Modus sind und aufnehmen, das heißt auf der einen Seite die Gitarre, auf der anderen Seite gleichzeitig den Gesang, da macht es natürlich Sinn, weil von Haus aus erstmal hier ein Stereosignal abgebildet wird. Das heißt auf der einen Seite rechts, auf der anderen Seite links. Das dann in Mono zu schalten, damit wir es wieder mittig dann auch abhören können. Apropos Abhöre, das ist der nächste Punkt. Wir haben hier eine sogenannte Monitor Source, also wir können die Quellen des Monitorings genau bestimmen. Das heißt, wenn wir hier auf In 1 und 2 gehen und wir haben wieder die Situation Singer-Songwriter, wir nehmen gleichzeitig eine Gitarre und Gesang auf, dann können wir hierüber eben über den Input bestimmen, dass wir die gleichzeitig dann auch über die Monitorboxen entweder abhören oder eben auch den Monitor runterdrehen und gleichzeitig eben über Kopfhörer das abhören können. Genauso verhält es sich mit In 3 oder 4, die auf der Rückseite, wie gesagt, zu sehen sind. Da könnte man jetzt einen Synthesizer oder ein Digitalpiano aufnehmen und auch das funktioniert dann darüber und wird dann über diesen Monitor-Rig eingeroutet, sodass man es über einen Kopfhörer oder über einen Monitor eben hören kann. Zudem haben wir hier natürlich 4 Ausgänge und auch die können wir definieren. 1 und 2 würde ich immer anlassen, gerade wenn wir das mit dem Computer angeschlossen haben, sprich über eine DAW, also Digital Audio Workstation. Um es dann hörbar zu machen, dann macht es natürlich Sinn, das hier zu aktivieren. Dann geht das auch direkt raus und das Signal ist dann auch über die Monitorwege komplett zu hören. So, und das Gleiche haben wir natürlich über Kanal 3 und 4. Auf der Rückseite, erklärt habe ich bereits die Ausgänge, die wir hier haben. Das sind 4 an der Zahl. Das macht natürlich Sinn, wenn ich jetzt eine Aufnahme habe, in der ich gleichzeitig auch mit 2 Kopfhörern mithören möchte, damit es keine Rückkopplung gibt. Bei Gesang zum Beispiel, ich habe ein Kondensatormikrofon am Laufen und dann 2 Stimmen, die singen, dass man da dann das mithören kann, ohne dass es dann Rückkopplung gibt. Man kann aber natürlich auch einen DAT-Player anschließen, was man früher gerne mal gemacht hat. DAT ist ein bisschen aus der Mode. Oder auch ein CD-Recorder, auch das ist möglich. Und natürlich gibt es dann hier noch die Main-Outs, also die Main-Monitor-Outs rechts und links, die man dann an die Boxen anschließen kann, um das Ganze dann auch entsprechend abzuhören. Für den weiteren Anschluss von einem Digitalpiano oder vielleicht irgendeinem anderen Gerät, Sequenzer oder ähnliches, gibt es hier MIDI-In und MIDI-Out. MIDI ist ein Musical Instrumental Digital Interface, in den 80er Jahren eine DIN-Norm, die entwickelt wurde, um digitale Daten in eine Einheit übertragen zu können.
Und auch das ist hiermit dann möglich. Natürlich haben wir einen USB-C-Anschluss, der dann auf USB-A rausgeht. Ja, das heißt USB-A 2.0. Wenn wir das ohne diesen Netzstecker anschließen, reicht es in der Regel aus, weil es ist Bus-powered. Also wir brauchen diesen Netzstecker nicht immer, was sehr schön ist. Wir sind damit flexibel. Wir können auch mal mit dem Laptop unterwegs sein, schließen das Ganze an, sind unabhängig von irgendeinem Netzanschluss und können das dann auch wirklich frei oder Open Air benutzen. Ab einem bestimmten Punkt, wenn ich 2 Kondensatormikrofone anschließe, die 48 Volt Power, also eine externe Speisung brauchen, dann kann es unter Umständen eng werden mit der Bus-Powered Power. Da macht es dann Sinn, natürlich dann den Netzstecker dann wieder da zu aktivieren. Ansonsten haben wir noch einen Kensington-Slot, also eine Diebstahlsicherung. Auch das sehr schön. Insgesamt sehr kompaktes Audio-Interface. Toll, wie ich finde, gerade, dass es wirklich ein Metallrahmen hat und damit sehr robust und sehr solide wirkt. Auch die Einstellmöglichkeiten und am Ende des Tages die Wandler an sich klingen sehr gut, sehr ausgewogen. Ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Volt 4 lohnt sich da auf jeden Fall mal reinzuhören. Wenn ihr weitere Infos darüber haben wollt, schaut einfach unten bei uns rein in die Infobox. Da haben wir Links für euch bereitgestellt. Und hier haben wir nun das zweite gute Stück, nämlich das Volt 476p als Nachfolger von 476. Und das P steht für 2 weitere XLR-Eingänge und ist damit noch einfach sehr schön erweitert, weil wir die Möglichkeit haben, hier 4 Kondensatormikrofone gleichzeitig anzuschließen. Wenn wir hier den 48 Volt Power aktivieren, haben wir auch die Stromzufuhr für die Kondensatormikrofone gegeben. Sollten wir jetzt mal vielleicht ein kleines Band-Setup mit 2 Gitarren und vielleicht zweimal Gesang aufnehmen, dann haben wir hier die Möglichkeit, weil das ja ein hochohmiges Signal ist bei Gitarren, da dann eben Instrumenten dazuzuschalten und schon haben wir den Pegel, den wir da brauchen. Auf der rechten Seite hier im Frontpanel haben wir Kopfhörereingänge, die wir auch in der Lautstärke hier oben regeln können. Und wir haben nicht nur einen Eingang, wie wir es beim Volt 4 haben, sondern wir haben halt 2 Kopfhörereingänge. Und das macht schon mal mehr Sinn, wenn man eine größere Aufnahme hat mit mehr Instrumenten. So können schon gleich 2 Leute gleichzeitig abhören. Dann haben wir hier oben auf dem Top-Panel, wie ich finde, sehr schön gelöst, nämlich erstmal 4 Gain-Regler, die für alle 4 Input-Kanäle hier zugewiesen sind. Und da kann ich dann die Lautstärke entsprechend anpassen. Wir sehen das hier oben auch im View-Meter. Da sehen wir hier Kanal 1, Kanal 2, 3 und 4. Und wenn wir dann sehen, dass ein Signal ein bisschen zu stark eingestellt ist, also das Eingangssignal zu hoch ist und ein sogenanntes Clipping auftritt, also hier oben auf einem Balken irgendwann rot wird, dann sollten wir wieder ein bisschen zurückdrehen und sind dann auch wieder im sogenannten grünen Bereich. Und damit wird die Aufnahme dann auch sehr schön klingen. Wir haben hier oben dann einen Kompressor eingebaut. Der ist angelehnt oder auch inspiriert vom Klassiker von UA, also Universal Audio, dem 1176. Ja, es heißt deswegen hier auch 76 Kompressor. Und hier sind jeweils für jeden Kanal 3 Presets mit integriert. Nämlich zum einen haben wir hier ein Vocal Preset da zu sehen. Wir können dann einmal auf Gitarre umstellen. Und wir haben ein Fast Preset. Fast Preset ist sicherlich für sehr schnelle Signale wie Percussions oder Drums geeignet. Ich finde, der klingt sehr schön, ist sehr schön ausgewogen. Lohnt sich, den auf jeden Fall mit ins Klangbild mit zu integrieren. Man kann den aber auch einfach wegschalten. Aber so für Gitarre und für Stimmen und auch Percussions lohnt sich der mal mit einzubringen. Sehr schön, sehr ausgewogen, wärmt den Sound nochmal auf, klingt insgesamt transparenter, druckvoller. Dann haben wir noch diesen Vintage Preamp, den wir auch bereits schon vom Volt 4 kennen. Das heißt der 610, dieser Klassiker von 1958. Und hier der Sound ist daran angelehnt und klingt sehr, sehr ausgewogen. Auch der wärmt den Sound nochmal auf. Auch das lohnt sich hier, den in der Aufnahme mal zu verwenden. Dann haben wir hier auch natürlich genauso wie beim Volt 4 ein klassisches Stereobild, das auf Kanal 1 und 2 und 3 und 4 jeweils rechts und links gepolt ist. Wenn ich jetzt einzelne Spuren habe, also einen ganzen Chor, dann sind die natürlich erstmal alle Mono, sonst ist eine Stimme links, die andere Stimme ist rechts. Also habe ich hier einmal den Mono-Button und schon sind alle Kanäle wieder auf Mono geschaltet.
Monitor Source ist exakt gleich wie das, was wir schon vom Volt 4 her kennen. Also wo möchte ich eigentlich das Monorsignal, das Monitorsignal hinrouten? Und das schalte ich hier einfach, wenn ich Kanal 1 und 2 habe und möchte das direkt abhören über die Monitorboxen oder auch über die Kopfhörer. Dann kann ich das hier einfach im Pegel so weit anpassen, dass das dann auch stimmt. So, und genauso ist das mit Kanal 3 und 4. Das ist auch, also den Input kann ich hier eben auf die Monitorboxen oder eben auf die Kopfhörer routen. Und den Ausgang, der dann hier von diesem Audiointerface in die DAW wandert. Also sprich, über die Monitorboxen dann hörbar gemacht werden kann. Auf der Rückseite verhält es sich wieder sehr ähnlich wie das, was wir vom Volt VR auch schon kennen. Das heißt, wir haben ein MIDI-In-Out, um externe Geräte wie ein Synthesizer oder ein Digital Piano Master Keyboard oder einen Sequenzer anschließen zu können. Wir haben hier wieder einen USB-C-Anschluss, der über USB-R an den Rechner angeschlossen wird, 2.0 in dem Form. Und wir haben hier wieder den Netzstecker. Der macht hier schon Sinn, gerade wenn ich 4 Kondensatormikrofone anschließe mit 48 Volt Power. Das ist viel Energie, die gespeist werden muss. Da macht das schon Sinn, dass man diesen Button dann aktiviert und dann zusätzlich auch noch den Netzstecker, weil dann die ursprüngliche Bus-Powered Energie dann wahrscheinlich vom Rechner dann nicht mehr ausreichen würde. Dann macht es Sinn, da nochmal auf jeden Fall eine Stromzufuhr extra zu gewährleisten. Insgesamt finde ich sehr schön, auch mit diesem Top-Panel. Man kann von oben alles sehr schön bedienen. Wunderschön auch dieses Metallgehäuse, sehr robust, ne, und leicht auch zu transportieren. Also wiegt nicht sehr viel, wirkt aber insgesamt sehr, sehr wertig. Wir haben auch an der Seite auch noch Holzpaneelen. Auch das macht irgendwie was her. Alles in allem finde ich sowohl bei dem Volt 4 als auch bei dem Volt 476p tolles Preis-Leistungs-Verhältnis, sehr robust gebaut. Sehr gute Wandler, sehr einfach und intuitiv zu bedienen. Die Idee mit den Kompressoren, Presets wirklich schön umgesetzt und auch der Preamp gibt ordentlich was her und macht den Sound noch mal wärmer. Wenn ihr euch dafür interessiert, guckt gerne mal unten bei uns in die Infobox. Da sind die beiden Produkte verlinkt. Da gibt es auch noch mehr Background-Informationen. So, und als wäre das nicht schon genug, haben wir zusätzlich noch ein Softwarepaket bei beiden Audiointerfaces mit an Bord. Nämlich zum einen Ableton Live Lite, eine DAW, mit der ich schon mal einige Schnitte machen kann, erste Aufnahmen tätigen kann. Das ist natürlich noch eine Lite-Version und eine Vollversion kann man sich dann später noch dazu erwerben, wenn man soweit ist, dass man sagt, das ist genau mein Ding. Dann haben wir von Softube Marshall Plexi Classic Amp. Das Time Tone Bundle ist mit an Bord. Und wir haben Melodyne Essential, also gerade wenn ich mal in der Stimme irgendwo daneben liege und möchte das ein bisschen korrigieren, dann geht das damit. Und ein Klassiker, einen sehr ausgewogenen Reverb, wie ich finde, der LX480 Essentials ist auch mit an Bord. Dann Plug-in Alliance, also von MPEG, von Brainworks und das Master Desk Classic und. Und Spitfire Labs ist sicherlich auch noch mit dabei. So ein ganz tolles Softwarepaket und schlussendlich ist noch UAD Spark mit dabei als native Version. Mit anderen Worten, ich brauche dafür keine DSP-Power. Auch das ist 30 Tage kostenlose Testversion, ist mit an Bord. Also alles in allem ein schönes Rundumpaket, um erstmal durchzustarten, um zu gucken, wie es einem gefällt, aber auch schon wirklich professionelle Ergebnisse zu erzielen. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert gerne unseren Kanal. Ich wünsche euch alles Gute. Bis bald.